Hallo bei Hennenglück on Tour. Wir gehen heute den Frühling suchen. Wir starten hier am Waldparkplatz vom Montiglasee und gehen durch das Frühlingstal. Und ihr kommt mit. Wir folgen der schmalen Asphaltstraße, die leicht bergab geht, zunächst durch den Wald, später durch Weinberge. Nach etwa 10 Minuten erreichen wir den Weiler Montikel mit der kleinen spätgotischen Kirche, die den heiligen 3 Königen geweiht ist. Hier an den Bäumen finden wir erste Hinweise auf den Frühling, aber wir gehen weiter und folgen dem Matzonerweg mit der Markierung Nummer 5, der zuerst durch Apfelanlagen und Weinberge führt, auf dem wir aber schließlich wieder in den Wald gelangen. Nach einigen Minuten erreichen wir die Abzweigung ins Frühlingstal. Das grüne Schild des Landes Südtirol weist diese Zone als Biotop aus, also als Naturschutzgebiet. Und hier finden wir bereits die ersten Frühlingsknotenblumen, denen dieses Tal seinen Namen verdankt. Radfahren ist hier verboten, aber die Blumen kann man zu Fuß sowieso besser sehen. Ab hier geht es auf Pfaden weiter, den Angelbach entlang. Er ist der Abfluss des großen Montiglasees und trotz seines Namens kein Fischgewässer, sondern plätschert leise durch das Frühlingstal in Richtung Kalterer See. Ungefähr auf der Hälfte der Strecke versickert der Bach sogar, was sicherlich der großen Trockenheit dieses Winters geschuldet ist. Leider gab es auch im letzten Winter viel zu wenig Niederschläge. Das Frühlingstal hat aufgrund seiner geografischen Lage ein besonderes Klima, wodurch die wilden Frühlingsblumen hier schon früh im Jahr sprießen. Die beste Zeit, es zu besuchen, ist ab Mitte Februar, wenn ganze Teppiche weißer Frühlingsknotenblumen und die blauen Leberblümchen blühen. Später gibt es dann Veilchen, Buschwindröschen und gelbes Scharbockskraut. Da das Frühlingstal ein Naturschutzgebiet ist, bleiben wir selbstverständlich auf den Wegen, auch wenn die Versuchung groß ist, seitlich auszubrechen und einen, wie meine Tochter es nennt, Geheimweg zu erkunden. Das kennt ihr ja schon aus anderen Videos. Aber hier halten wir uns, wie gesagt, zurück, um keine Blumen zu zertrampeln. Zu den speziellen Schutzbestimmungen des Landes gehört auch das Verbot, Pflanzen zu pflücken oder zu sammeln. Also kein Sträußchen Märzenbecher für die Oma mitbringen. Wie heißt es so schön? Take nothing but pictures, leave nothing but footprints. Daran halten wir uns und nehmen selbstverständlich auch unseren Müll wieder mit nach Hause. Die Wanderung kann nach Süden zum Kalterer See ausgedehnt werden, wo es Einkehrmöglichkeiten gibt. Wir sind nicht ganz so weit gewandert, etwa 3 Kilometer insgesamt, und haben einen Höhenunterschied von 180 Metern überwunden. Die Wanderung ist nur bedingt kinderwagentauglich, weil es im Mittelteil einen etwas steileren Wegabschnitt mit Stufen gibt. Ansonsten ist der Weg einfach. In umgekehrter Richtung empfiehlt sich ein Abstecher zum großen Montiglasee, wo es ebenfalls Lokale für eine Einkehr gibt. Das Frühlingstal ist weitum bekannt und beliebt. An den Wochenenden, besonders zur Blütezeit von Mitte Februar bis Ende März, ist es entsprechend stark frequentiert. Es empfiehlt sich daher, die Wanderung unter der Woche zu machen, wenn weniger los ist. Wir sind jetzt am unteren Ende des Frühlingstales angelangt. Hier geht es weiter zum Kalterer See, aber wir werden uns auf den Rückweg machen, damit wir noch einmal diese herrlichen Frühlingsknotenblumen genießen können. Danke fürs Dabeisein, fürs Mitwandern, fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und seid das nächste Mal wieder dabei. Tschüss und bis bald.